Jetzt müssen wir nur noch das Häuschen finden. Steht da? Wollt ihr da hoch? Nach 500 Metern erreichst du das Ziel. Wollt ihr auf diesen Berg jetzt? Super. Ja, wir sind im Harz gelandet. In Osterode. Und was soll ich sagen, Leute? Hier schneit's. Ja. Leute, bist du glücklich? Ja. Schnee, hä? Moin. Du, aber weißt du, was komisch ist? Ja? Dass irgendwie ich mich ganz schön komisch finde, weil jetzt zuerst wird es immer wärmer und jetzt ist es wieder so kalt. Ja. Ja, Können wir mal bitte den- cool. Ja, und was machen wir hier? Oh, Schneeballschlacht zum Beispiel. Schlittenfahren. Nee, Leute, in Wirklichkeit sind wir natürlich hier, um mal auszuprobieren, ob das Leben auf engem Raum was für uns ist, ob das Leben in einem Tiny House was für uns wäre. Das wollen wir testen, und zwar nicht im Sommer, sondern bei Schnee im Winter. Also auf kleinem Raum haben wir ja schon mal gelebt, ne? Das stimmt, Das war ganz erträglich. das stimmt. Aber da sind wir auch umhergereist. Aber wie ist das dann, wenn das Haus dann irgendwo mal steht? Ja, ganz genau. Und wenn man das nicht mal ausprobiert hat, dann kann man das auch nicht beurteilen. Dann kann man es nicht wissen. Ne? Also schauen wir uns die Situation mal vor Ort an. Wo sind denn hier Duschen und WCs? Ich dachte, das ist im Haus mit drinne. Das weiß ich jetzt auch nicht so. Wollen wir mal reingucken? Ja, wir müssten Ich eigentlich hab mal... Schnee in den Schuhen und Socken. Ja, das Echt jetzt? Ja, das ist natürlich schwierig. Müssen wir gleich mal die schneesicheren Sachen anziehen. Aber auf Kein Klo gehen Schneemann. wäre jetzt ganz gut, ne? Aber wo ist es denn? Hier, Welches ja. ist denn unseres? Hier stehen ja schon ganz viele, ne? Wir haben die Nummer 1. Ah, okay. Die Nummer 1 am rauschenden Bach. Nun bin ich aber ganz verschieden. Uns kaputt machen hier, ne? Ganz schön klein. Ja. Oh, ich bin Oh, da wir müssen mal Schuhe ausziehen, um hier reinzukommen. Hier ist keine Matte, aber... Oh, das ist ein bisschen doof. Ja. Ich hab eine Idee. Ja? Hui. Ich drehe mal die Heizung hoch, ja? Ja, mach mal die Heizung an. Hier sind ja Infrarotheizkörper, ne? Echt? Ja. Aber so in Holz, das ist ja schon ganz nett, ne? Ja, das ist ganz süß. So, erster Eindruck, Tiny House. Sie sind gerade hier reingekommen. Fenster sind hier vorher ein bisschen verdunkelt gewesen mit diesen kleinen Verdunklungsrollos. Das Hier sind Plissés. ist aber schön, ne? Große Fensterfront. Große Fenster ist super. Das macht ja den Raum auch gleich ein bisschen größer. Absolut. Und das tut dem Raum auch sehr gut, weil er ist Klein. klein. Aber gut, wer Tiny House bestellt, der kriegt auch eins, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Leute, was sagst du? Ich finde es hier sehr gemütlich, aber auch sehr klein. Und das da oben, das sieht sehr toll aus und das will ich gleich mal testen. Du willst darauf, ne? Ja, das stimmt. Also der Gesamteindruck ist auf jeden Fall sehr gemütlich hier mit dem Holz. Ja, das riecht gut. Das riecht gut und es sieht halt auch schön warm aus. Ja. Es ist momentan noch nicht warm, aber Susi hat eben gerade mal hier die Infrarotheizkörper angestellt und man merkt auch das gleich so eine sofort, ne? Strahlungswärme. Also diese Heizkörper, die sind ja ziemlich geil. Muss man echt sagen. Und ich bin mal gespannt, wie es denn ist, wenn die den Boden hier erwärmt haben. Also die strahlen ja dann auf andere Gegenstände und Ja. die Gegenstände sind ja dann eigentlich die Heizung in dem Sinne. Ja, nee, also das funktioniert sehr, sehr gut. Was nicht so gut funktioniert, wir haben da hinten ein großes Fenster. Was ist das da? Genau, und da ist irgendwie schon das Plissé kaputt. Ah. Ne, dieser Zug irgendwie funktioniert da nicht oder so. Ja. Das ist schon schlecht. Und was Susi auch gerade festgestellt hat, was auch richtig schlecht ist,
Wir haben diese Hütte für 3 Personen gebucht, um es auszuprobieren, ob Tiny House was für Richtung Himmelblau ist. Und? Fällt euch was auf? Ja. Es gibt, also da sind sie wieder sparsam. 2 große und das Kind kriegt nur so ein halbes Handtuch. Leute. Man zieht wahrscheinlich die irgendwie raus. Ach, guck mal, das ist ganz genial. Guck mal, Lotti. Ja. Tada. Jetzt kannst du da hoch. Da muss ich ja. Ja, dann guck dir das mal an da oben. Ja, und wie fühlst du dich da oben? Ist das gemütlich oder? Warte. Sehr nicht zu weich, nicht zu hart. Okay. Die Leg dich mal hin. Matratzen. Wie ist es denn? Mit dem Blick auf das kleine Flüsschen. Und auf die Berge. Und auf die Berge. Und wenn du das Fenster aufmachst, dann hast du wahrscheinlich sogar ein bisschen Rauschen. Ja, aber hier muss ich alle meine Sachen schaffen. Da kann ich ja alleine schaffen. Papa! Echt? Was hast du gerade zu mir gesagt? Sag nochmal. Aber leider muss ich hier meine ganzen Sachen verstauen. Da kann ich hier noch schlafen. Sie hat gesagt, sie will hier alleine schlafen hier oben. Nicht dein Ernst. Diese Höhle wird geteilt. Und? Wie ist es? Ja, wir sind im Tiny House. Wer hätte das gedacht? Ihr wahrscheinlich, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Ja, und? Wie fühlt es sich für euch an? Ja, ist sehr gemütlich. Ist gemütlich, ne? Durch das Holz wirkt es sehr, sehr schön warm. Mit diesen Infrarotheizungen wird es hier auch schön schnell warm. Obwohl Also hier hinten in der Ecke ist es ein bisschen... bei den großen Fenstern ist es noch kalt, ne? Ja, also... Ja, gut, die funktionieren eigentlich auch erst, wenn die ihre Umgebung warm gemacht haben. Also die erwärmen ja dann die Gegenstände und die Gegenstände strahlen dann diese Wärme wieder ab. Ja, ich hätte es mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Jetzt, wenn man so in so einem Tiny House ist, ist es doch schon relativ klein. Ich würde sagen, Überraschung. ja, ich würde sagen, für 3 Leute ist es doch schon sportlich. Na, überleg mal. Also, man kann das auch zu 4 mieten. Das ist hier so eine ausziehbare Couch. Aber wenn du denn abends irgendwie gemütlich sitzen willst, hast du gar nicht so viele Sitzmöglichkeiten für 4 Leute. Also auch für 3 Erwachsene schon nicht. Dann muss sich einer dann unten, kann sich dann unten das gemütlich machen. Oder von draußen so einen schneebeschneiten Stuhl holen. Genau, und deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr sinnvoll, sowas mal im Winter auszuprobieren. Denn normalerweise ist ja der große Vorteil von so Tiny-Häusern, dass die meistens schön in der Natur stehen und man primär ja mit der Natur lebt, also natürlich auch viel Platz und Möglichkeiten vor dem Tiny House hat. Ja. Jetzt hier heute oder beziehungsweise unser Wochenende schneit es halt wie verrückt. Also wir sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber und vor allem Lotti, weil die dann halt ein bisschen Schlitten fahren kann. Und es gibt Berge, oder? Also ich meine für uns Flachländer. Genau, aber wir haben natürlich dadurch nicht die Möglichkeit, jetzt nochmal draußen zu sitzen, denn hier vor der Terrasse, da stehen natürlich auch nochmal 4 Stühle und ein Tisch. Aber jetzt hier so, klar, Armbrot essen oder so, das wird wahrscheinlich schon spannend. Ne? Du hast recht, es gibt ja nicht mal einen Tisch. Es gibt hier. keinen Tisch hier drin, es gibt gar keine Möglichkeiten, sich hier irgendwie mal irgendwo hinzusetzen. Hab ich Es gar gibt nur das Schlafsofa. Du hast recht, es gibt ja nicht mal einen Tisch, Nee, wo du mal eine Tasse hinstellen kannst. hier gar nichts. Also hier vielleicht. Naja. Wenn Wir du, könnten Aber- vielleicht auf der Couch essen. Ja, wir würden theoretisch wie zu Hause vor dem Fernseher auf dem Hallo. Oh, nee, machen wir nicht. Aber auch an der Stelle kann man mal sagen, das ist auf jeden Fall der teuerste Aber- Minimalurlaub, den wir bisher gemacht haben. Denn Tiny Living kostet trotzdem viel Geld. Ne? Wir haben hier nicht mal einen Fernseher. ja. Und trotz Was kostet alledem, jetzt das Wochenende? das Wochenende, also 2 Übernachtungen kosten für uns jetzt 300 € hier.
So, wir sind in den Harz gefahren und wir testen heute mal das erste Mal ein Tiny House. Auf kleinen Flecken zu wohnen haben wir vorletztes Jahr ausführlich erprobt. Aber in einem feststehenden Tiny House waren wir noch nicht. Und jetzt sind wir hier mit, stell dich mal selber vor. Ja, ich bin Jan und der Gründer von Green Tiny House. Genau, Green Tiny House. Vielleicht habt ihr es schon mal irgendwo gesehen. Und es ist eher zufällig, dass wir uns hier getroffen haben, weil du bist heute hier persönlich im Einsatz. Genau, ich mache heute den Hausmeister und mache alle Reparaturen. Ne? Ja, aber ist doch toll. Dann bist du ja auch mal vor Ort und kannst auch sehen, was vielleicht nicht so gut läuft. Genau, und dann haben wir uns den gleich mal geschnappt und wollten mal ein bisschen dich ausfragen. Wie lange gibt es denn den Platz hier schon? Oh, der ist jetzt eröffnet worden letztes Jahr im Juli. Ja. Ja, das heißt, wir sind also noch ganz frisch. Das ist die erste Wintersaison mit vielen neuen Erfahrungen, weil wir ja tatsächlich Schnee gekriegt haben. Das haben wir gar nicht unbedingt immer mit gerechnet. Aber haben es jetzt ein paar Mal mehr gehabt und das ist natürlich eine tolle Stimmung dann. Ja, also für uns super schön. Mit diesem riesen Panoramafenster haben wir euch ja schon gezeigt. Also das ist ganz toll, mitten in der Natur zu sein. Und sag mal, ihr sitzt in Elmshorn. Elmshorn, ja, Elmshorn, genau. Also eigentlich bei uns um die Ecke in Hamburg. Und wie lange gibt es euch da schon und was macht ihr sonst noch so? Ja, also im Endeffekt ist die Idee ja, nachhaltigen Urlaub erlebbar zu machen. Und Nachhaltigkeit eben dadurch, dass man nicht den Zeigefinger zeigt, sondern dass man im Haus zum Beispiel verschiedene Dinge erleben kann. Na, und so sind eben alle verschiedenen Haustypen auch aufgebaut, dass im Mittelpunkt immer eine große Scheibe steht. Deswegen gibt es auch keinen Fernseher oder ähnliches. Der Fernseher ist die Natur. Ja. Bis eben hin zu jedem Material, was drin ist, was komplett ökologisch und wohngesund ist, sodass auch Menschen, die empfindlich sind gegen Stoffe, wunderbar Urlaub machen können. Aber eben auch technologisch, wie hier eben auch mit einer Astronautendusche, die das Wasser live recycelt. Okay. Wir dadurch 90% des Wasserverbrauchs einsparen können. Und dadurch, dass das Wasser ja recycelt wird. Das ist ein Showerloop. Nee, also im Endeffekt ist es ein dreistufiges Filtersystem, was dann eben erkennt, welche Qualität hat das Wasser noch, können wir das wieder reinigen oder machen wir es weg und nehmen neues Wasser dazu. Okay, und somit schaffen wir dort ja auch dadurch, dass das Wasser wieder durchgeht, etwa 80% der Energiekosten einzusparen. Und das ist die Idee dahinter. Aber sag mal, so eine Toilette verbraucht ja auch viel Wasser. Jetzt habt ihr hier eine normale Toilette eingebaut. Ja. Warum habt ihr nicht zum Beispiel eine Komposttoilette genommen? Ja, also wir haben an verschiedenen Standorten verschiedene Toilettensysteme. Ja? Und jetzt könnte ich alleine die nächste Viertelstunde über Toilettensysteme, Abwassersysteme und ähnliches sagen. Ja, genau. Also ja, wir versuchen viele verschiedene Themen und bauen eher andere Themen. Die Frage ist ja immer wieder, wir schaffen zum Beispiel jetzt als nächste Stufe eine Systematik, dass wir das Duschwasser, was dann verbraucht wird, teilweise wieder für Toilettenspülung nutzen werden, sodass wir eher in diesem Verbrauchsbereich feststellen. Und wir haben doch festgestellt, dass viele Gäste für kurze Aufenthalte eine Komposttoilette völlig in Ordnung finden, aber wenn es dann doch ein bisschen länger und ähnliches ist, sich nicht ganz so wohl fühlen damit. Ja, okay. Und wir haben ja auch immer ein bisschen die Idee, zu zeigen, Nachhaltigkeit wird sehr viel mit klassisch Verzicht und ähnliches gesehen. Und das, glaube ich, ist nicht richtig. Das glaube ich auch nicht. Sondern Nachhaltigkeit hat mit Bewusstsein zu tun. Ja. Und sich darüber viel mehr klar zu werden. Und das versuchen wir über die Technologien und ähnliches, die wir im Haus verbauen, eben zu testen und entwickeln uns auch immer weiter. Und magst du mal verraten, was vielleicht so das nächste Projekt ist, an was ihr noch arbeitet? Ja, also neben dem, Macht ihr noch, also ihr baut nur Tiny Häuser, richtig? Wir bauen eigentlich nur Tiny Häuser, genau, betreiben die Parks, machen daraus grüne Geldanlagen, sodass sowohl unsere Kunden entweder teilweise eben ein Haus kaufen können, was wir dann managen und ähnliches. Ja. Aber wir haben auch das erste Crowd-Investment gemacht, wo man einfach in ein Tiny House investieren kann und an der Rendite partizipiert, in einer grünen Geldanlage sozusagen. Spannend. Und mit 3 Jahren Laufzeit zum Beispiel, ist gerade etwas. Und so versuchen wir immer wieder eben diese Themen alle zueinander zu bringen, dass man eben sagt, Nachhaltigkeit kann unheimlich viel Freude machen. Ja, und das kann losgehen damit, dass man eine gute Rendite erzielt, das kann losgehen, dass man den Tourismus verändert. Ne, ein bestimmter Prozentsatz aller Mieteinnahmen wird gespendet und fließt in die Natur, um dem Gast die Natur näher zu bringen. Das ist weil wir im Endeffekt, wir sind klimaneutral, klar. All diese ganzen Themen, muss man aber auch fairerweise sagen, ist nicht so schwer, weil wir halt so bauen, dass wir ja wenig Verbrauch und Co. haben. Ja. Aber all das sind eben Bereiche, die wir versuchen, dort so aufzubauen. Und so ist die Idee, mit verschiedenen Parks in Deutschland, Dänemark und Österreich nachhaltigen Tourismus voranzubringen. Heißt das, dass alle Materialien, die jetzt hier verbaut sind, hier auch aus der Region kommen? Nein.
Das heißt es nicht, aber es heißt, dass alle Materialien, die wir verbauen, zum größten Teil aus Deutschland kommen. Wir haben 2 Produktionen, eine Nähe, wo wir Tiny Häuser herstellen lassen. Das ist einmal in der Nähe von Flensburg und einmal in der Nähe von Bremervörde. Also wir bauen komplett in Deutschland. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, eben auch regional unterwegs zu sein und auch dafür zu sorgen, dass die regionale Wirtschaft auch was davon hat. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wir waren nämlich neulich an der Ostsee und haben so ein bisschen so rumphilosophiert. Da standen halt ganz viele Häuser leer und es war offensichtlich, die ganze Region war nur noch Ferienhäuser. Ja. Und da denkt man dann immer, okay, die Leute, die hier arbeiten, wo wohnen die denn noch? Dass sozusagen der Tourismus die Leute aus den Regionen verdrängt. Habt ihr hier Mittel und Wege gefunden, die Leute hier einzubinden in diese Projekte oder auch woanders? Naja, also erstmal können wir mal sagen, alles, was wir an Dienstleistungen hier einkaufen, kaufen wir nur direkt im unmittelbaren Umkreis ein. Das ist, ob unsere Kolleginnen und Kollegen, die sauber machen, ob Wäscheservice, ob Nahrungsmittel, die wir vielleicht mal mit anbieten und in Konzepte gehen. Das ist immer alles regional und wird so auch bestückt. Und das ist immer schon auch die Idee dahinter. Und ich glaube einfach, dass wir auch eine andere Form von Tourismus haben, der eben auch schon dafür sorgt, dass ein bestimmtes Bewusstsein vorhanden ist und man eben testet, wie kommt man im kleinen Raum zurecht oder sich die Frage stellt, ist klein manchmal wirklich klein? Wir werden es dieses Wochenende testen und berichten. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt, was das Wochenende bringt und wünschen dir noch viel Erfolg für deine Projekte. Dankeschön. Danke. Ja. Gibt's auch Gemüse? Nee. Mach den Gasherd an. Das machst du hier schon so früh morgens. Ist nicht früh. Dann. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die super Astronautendusche, was die so kann. Das testen wir jetzt mal. Ich weiß noch nicht mal, was man hier machen muss.
Gut, jetzt kommt das Wasser von hier oben. Jetzt geht's los. Und? Es ist saukalt. Ich hoffe, das geht. Guck mal, wo du hin bist. Astronautendusche ist doch kalte Dusche. Nein, es ist Astronautenkalte, wirklich kalte Dusche? Ja, Oh, jetzt wird's Astronauten. warm, wenn ich hier drauf drücke. Astronautenmäßig. Okay. Da steigt erst das Wasser hoch. Ja. Und dann dauert es so 30 Sekunden und dann geht das Ding erst an. Sehr spannend. Und jetzt dusche ich hier in meinem eigenen Saft. Lässt mir noch was übrig? Also, ich hätte gerne 9 Saft. Ja. Normal. Marco hat gerade geduscht und ja, wir hatten jetzt die Tür auf zum Badezimmer, damit wir zugucken können, wie diese Dusche funktioniert. Aber ihr seht, hier drin ist jetzt auch alles beschlagen. Jetzt müssen wir mal ein Fenster aufmachen. Ja, das ist ja jetzt auch so, dass du nicht unbedingt im Winter mit offenem Fenster duschen willst. Nee, das stimmt. Weil dann hast du hier 3 Grad drin und dann musst du noch heißer duschen. Ja. Gut, jetzt bin ich dran. Okay. Ungewöhnlich ist ja hier auch, dass es hier nicht die, was sind das, dänische? Naja, die klassischen Tiny House Fenster sind, die nach außen aufgehen, sondern hier gehen sie nach innen auf. Was machst du? Was? Was machst du? Ich hole die Marmeladen raus. Sehr gut. Sehr gut. Wir machen Frühstück, ne? Wir haben noch Honig und 2 Marmeladen. Und wie hast du geschlafen? Gut. Ja? Und wie hast du geschlafen? Auch gut. Ist recht gemütlich. Also ist aber so warm hier oben, dass ich auch ein Fenster aufgemacht habe. Ja, da oben ist kuschelig, ne? Auch mit den Matratzen und so, das klappt, glaube ich, oben ganz gut. Ja, die könnten ein bisschen dicker sein, aber gut. Unten ist es leider echt kalt und auch nicht ganz so bequem. Also das ist definitiv eine Notlösung. Und man merkt auch, dass das Prinzip hier von diesen Infrarotheizkörpern nicht so gut funktioniert, beziehungsweise fehlt vielleicht darunter noch einer. Ja. Das wird so ein bisschen abgeschirmt durch das drüber gebaute Bett. Und unten ist es richtig kalt. Okay. Ich habe so geschlafen, in voller Montur. Echt? Mit allem an? Mit 2 Decken. Oh je. Aber naja, und dann hast du halt das große Fenster. Und wir haben ja auch erfahren von dem Jan, dass diese Variante auch eher, ich sag mal, für Übergang und Sommer ist. Nicht unbedingt Winter, dann ist es auch nur eine Zweifachverglasung. Das stimmt, das hat er erzählt. So, jetzt Teebeutel suchen wir. Aber wir suchen auch Eier. Ja, da lauf mal raus und guck mal, ob du Hühner findest. Papa, Was denn? keine Eier? Ob du Hühner findest? Papa. Hallo. Du solltest die Eier einstecken. Du könntest ja vielleicht, lauf mit dem kleinen Körbchen los und dann kannst du noch gucken, ob du irgendwelche Pflänzchen hast, die wir essen können oder so. Alles, was Papa. du findest. Bisschen Moos. Bäh. Mm. Wir wollen Eier. Wir wollen Eier. Wir brauchen Eier. Falls da ein paar Experten von euch jetzt gesagt haben, ja, warum nimmst du nicht einfach den Tisch von draußen? Ja, weil er komplett vereist ist. Tja. Ja? Und da gibt mir Susi jetzt einen warmen Lappen und sagt, nimm doch den warmen Lappen, da kannst du es ja mit wegmachen. Hallo, das ist ein alter Campertrick. Das ist komplett Eis. Hier. Aber du hast ja noch einen Eiskratzer im Auto. Ja. Den genau. könntest du holen. Ich könnte mich auch mit dem Hintern drauf Ich mach setzen jetzt und mal, ein es bisschen wird warm echt werden. kalt hier drin. Ich mach mal zu, ne? Brr. Echt kalt draußen. Hier drinnen mache ich erstmal ein bisschen warm und einen Tee. Und gemütlich auch noch. Guck. Haben wir mitgebracht. So. So, ich habe mal abgewaschen. Ich muss ja auch mal. Aber, naja, ihr seht es ja selber, ne? Es tut mir auch ein bisschen leid, aber wo soll ich es sonst hin tun? Also hier ist nichts. Hier ist auch keine so eine Tropfmatte oder irgendwas, ne, was man dann zum Trocknen wieder hinhängt.
Hatten wir ja im Camper, das war ganz gut. Ja, oder so eine kleine Plastikwanne, ne? Dann kann man das, wenn man halt auch mal hochrennen muss, jetzt währenddessen, weil jetzt steht es ja voll. Ja, man kann das mal da drauf stellen oder so, ne? Also hier das auch mal abzudecken, dass man das als Arbeitsfläche nutzen kann, weißt du? Ja. Das wäre auch cool. Ja. Oder, weißt du, was auch richtig cool gewesen wäre? Hier ist ja auch nochmal richtig viel Platz hier unter, ne? Hier. Ja. Den du hier gar nicht gebrauchst. Mhm. Da hätte man einfach nochmal eine Platte ausziehen können, die du hier so rausziehen kannst oder so. Oder daneben vielleicht. Ja. Auch hier hätte man ja theoretisch nochmal ein bisschen Platz oben gehabt. Hier. Ja, das hier noch ein Auszug. Man hätte die Schranktür nicht so hoch Die Schranktür machen. nur so hoch, ja, genau, so. Und dann hättest du hier nochmal eine Möglichkeit gehabt, was abzustellen oder wie gesagt, ne? es geht ja, ne? Es wäre auch cool, wenn hier einfach nur ein Tisch stehen würde. Dann könntest du es hier auch einfach hinstellen. Das erwähnen wir einfach so oft, bis einer kommt und uns einen Tisch bringt. So. Ja, genau. Aber hier, also es tut mir halt ein bisschen leid um die Materialien, weil das sieht alles noch neu und frisch und schön aus. Aber wenn das jetzt alle so machen für die nächsten Wochen und Monate, dann glaube ich, sieht das bald nicht mehr so schön aus. Ja, es sind die Mini-Details und so eine Abtropfmatte, die du da im Camper hattest, ne? Die kostet ja irgendwie, weiß nicht, 3-4 Euro. Und die gibt es sicherlich auch nachhaltig. Genau, dann kostet die halt 5 Euro. Aber dann beauftrage ich vielleicht eine kleine Schneiderei, Näherei, die sowas anfertigt speziell. Ja. Mit dem Logo von Green Tiny, ne? Ja. Whatever. Da gibt es bestimmt Mittel und Wege. Aber so ist es halt, ja. Könnte man noch besser machen. Ja, es sind so ein Aber paar, immerhin ist der Abwasch erledigt. Genau, es sind so ein paar kleine Details, wirklich. Ansonsten ist es hier sehr, sehr schön. Ja. Muss man wirklich sagen. Aber das sind die Details, das, was ich immer nicht verstehe. Ich denke immer so, ich würde doch, wenn ich sowas hätte, hier mal 2-3 Tage alleine drin. Das merkt man ganz schnell, wo es fehlt. Ja, genau. Also da muss man nur eine Nacht hier pennen und dann weiß man schon. Vermutlich. Hier ein Wandhaken. Und auch mal was selber kochen, ne? Dann weiß man halt, oh ja, hier brauche ich vielleicht nochmal einen zweiten Topf für die Soße. Stimmt, aber nur ein Topf, ne? Ja, ja. Also auch mit 2 Leuten will man ja auch was essen. Genau. Ja, und hier vorne ist nochmal die Sauna mit Holz betrieben. Die hätten wir natürlich auch sehr, sehr gerne getestet. Allerdings bucht man diese Sauna tageweise ab 15 Uhr und dann für 39 Euro den gesamten Tag. Leider ist die jetzt komplett ausgebucht gewesen. Ja, ironischerweise war gestern gar keiner drin. Also hat vielleicht jemand gebucht, ohne überhaupt die Sauna zu nutzen. Ja, hier vor Ort stehen 3 unterschiedliche Tiny House Typen plus Sauna. Wir haben ja diese Tiny House Variante, die eigentlich für Familien sein soll. Und wir finden die ja nicht ganz so geeignet. Hier ist auch nochmal die etwas designigere. Und die fand ich persönlich natürlich richtig schick. Aber es war irgendwie nicht möglich, dieses Tiny House zu buchen. Zumindest hatte ich gar nicht gesehen, dass die auch diese etwas durchdesignteren Tiny Häuser haben. Ich nehme mal an, das ist die Überarbeitung der Variante. Und ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt seht. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber das ganze Ding ist auch einfach viel besser designt. Auch von der Platzaufteilung besser designt. Denn die haben das Bett hier über das Badezimmer gestellt. Das ist viel praktischer und die Küche ist da auch drunter. Dadurch hat sich hier vorne einfach ein viel schönerer Sitzbereich ergeben. Und vor allen Dingen, die haben da auch Sitzmöglichkeiten integriert. Die haben ein riesengroßes Bett auf der Seite, ein Bett da oben und hier vorne nochmal Sitzmöglichkeiten und einen sehr langen, großen Tisch. Der Tisch ist einmal komplett durchgezogen. Also von der Aufteilung bedeutend besser. Eigentlich müssten wir auch nochmal in so einem Tiny House einen Test machen. Denn ja, bei unserem haben wir jetzt festgestellt, da stört uns doch eine Menge. Aber vielleicht ist es bei diesem hier ganz anders. Das sieht schon ziemlich geil aus mit dieser großen Fensterfläche. Und hier vorne hast du genau das Bett integriert. Meine Kugel ist sehr fest. Hast du dem Schneemann einfach den Kopf geklaut? Ja, ich habe sie abgesägt. Der ist ganz schön fest.
Es schneit. Ist es nicht wunderschön? Ja, sehr Es schön. ist wunderschön hier. Unfassbar. Also die Natur ist wirklich großartig. Auch dieser Platz hier, auf dem wir uns befinden, ist wirklich großartig. Ich glaube, selbst im Sommer ist das hier wunderschön. Wir sind nämlich bei Osterode im Harz und hier auf dem Gelände von Green Tiny Houses. Wir hatten jetzt ja das Vergnügen, uns dieses kleine Tiny House gemietet zu haben, übers Wochenende. Und müssen mal sagen, uns hat das sehr, sehr gut hier gefallen. Es ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Auch wenn das im Video nicht so ganz rüberkam. Wir haben ja immer ein bisschen was zu mäkeln. Immer. Ja, immer. Aber Das wird sich auch nicht ändern. genau. Aber es ist Mäkeln auf hohem Niveau. Ja. Unterm Strich hat es uns richtig gut gefallen. Und was uns auch richtig, richtig gut gefallen hat, ist der Jan von Green Tiny Houses. Denn wir haben ja so eine kleine Mail ihm geschickt, dass uns ja noch ein Handtuch fehlt, dass uns vielleicht eine Klopapierrolle fehlt und was uns noch so aufgefallen ist. Und er hat uns sofort angerufen und gesagt, Marco, er hat mich auch gleich geduzt, es ist überhaupt kein Problem, das haben wir alles verstanden. Wir sind gerade noch im Aufbau, das wird alles optimiert, alles verbessert. Auch die Situation mit dem Tisch innen, das hat er uns noch erklärt. Dieses ganze Tiny House Konzept ist ja so ein bisschen unter dem Aspekt Nachhaltigkeit. Und so ist es natürlich nicht so einfach, mal eben irgendwo hinzufahren und sich einen Tisch zu kaufen. Aber auch das wird wohl nachgerüstet. Ja, weil an der einen oder anderen Stelle, also es ist ja auch nicht so günstig, ne? Wir haben jetzt knapp 300 € gezahlt von Freitag auf Sonntag. Und wir sind auch ein bisschen verwöhnt und wir haben es ja gesagt, wir finden immer was zu meckern. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir so ein Tiny House danach beurteilen, kann man darin auch länger wohnen. Und wenn ich hier länger drin wohnen würde, dann fehlen genau die Sachen, die Marco gerade genannt hat. Und wir haben tatsächlich erst im persönlichen Gespräch rausgefunden, dass einige Sachen einfach noch nicht verfügbar sind oder in Planung oder man hat jetzt mit der Zeit gemerkt, das funktioniert nicht so richtig, das müssen wir noch mal anders machen. Also das war schön, diese Erklärung zu haben, weil ansonsten hätte man vielleicht sagen können, na ja, also das geht ja besser, ne? Also es geht ja immer besser. Aber mir hat es ja gut gefallen. Wie hat es denn dir gefallen, Lotti? Ja, sehr schön. Ja? Fandest du es gemütlich hier? Ja, Ja, ne? nur dass die Sachen fehlten. Ja, Ja. gut. Aber ein Handtuch haben wir dann am nächsten Tag gehabt noch, ne? Das war Und ich gut. glaube auch ehrlich gesagt, aber das ist ein anderes Thema und das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, so als kleine Familie ist der andere Grundriss, den es bei Tiny Houses gibt, also von Green Tiny Houses, ein bisschen gelungener. Hier vorne Ja. steht nämlich auch der andere Typ mit auf dem Gelände. Ja. Da konnten wir ein bisschen durchs Fenster luschern und ich muss halt sagen, der gefällt mir von der Aufteilung viel, viel besser. Es ist auch ein bisschen viel durchdachter. Es ist auch ein bisschen noch designiger. Ja. Also Und ihr wisst ja, ich bin ja Innenarchitekt. Da Ja. ist es natürlich sowieso immer meckern auf hohem Niveau. Ja. Aber ja, vielleicht sollten wir das mal testen, wie das in so einem anderen Gefährt ist. definitiv. Ich glaube nicht, dass es das letzte Tiny House, was wir uns angucken. Also es war schon mal ein echt guter Start. Hat mir gut gefallen. Wie gesagt, für so ein Wochenende total gut. Zum längeren drin wohnen wäre es mir tatsächlich zu klein. Ja. Zu dritt. Oder nicht innovativ genug. Nicht, also Ja. die Details hätten Ja. ein bisschen besser durchdacht sein können. Und was wirklich ein Highlight ist der Standort, wo es steht. Und dadurch, dass man so große Fenster hier drin hat, fühlt man sich wie mitten in der Natur. Also es ist wirklich wunderschön hier. Und mit dem Schnee, naja, was soll ich sagen, ne? Traumhaft. So sieht's aus. Ja. Macht's gut. Tschüssi. Komm. Was mit deinen Schuhen, Mausi? Unwasserding. Wo? Vorne an den großen Ziegen. Und was soll ich jetzt machen? Die hast du gestern den ganzen Tag angehabt.